Hallo, hier ist der Walter Pfister vom Arca-Shop. So, ich komme gerade aus dem Urlaub heim und ich denke, ich habe ein paar interessante Sachen aus dem Urlaub mitgebracht. Ich habe ja, Gott sei Dank, das Glück, dass ich meinen Beruf wirklich ungeheuer liebe. Und so kann ich ein paar Sachen mit in den Urlaub nehmen, die ich teste und schauen, ob die denn dann so fürs tägliche Leben passen. Dieses Jahr hatte ich 3 herrliche Exponate mit dabei. Das erste, hier die Leica 007S. Davon gibt es später ein extra Video. Dann hatte ich 2 neue Köpfe von Arca dabei und um die geht es heute. Das ist zum einen hier der Leveler und dann, ich sage es jetzt mal, so eine Mischung aus dem P0 und dem Leveler, den P0 Hybrid. So, fangen wir an, ich zeige es euch. So, wir fangen an zu fotografieren. Ich hole das Stativ aus dem Rucksack, aus dem Auto, wo auch immer. Ich habe das jetzt mal hier ein bisschen simuliert, weil so ein Stativ steht ja nie gerade. Ich gebe den Leveler drauf. So. Die Kamera hier mit dem L-Bracket horizontal drauf geben. Und dann habe ich hier meine beiden Verstellknebel, um die Kamera ins Wasser zu bringen. So rum und so rum. Und das ist eine Bewegung, die erfolgt so schnell und so sicher. Das ist für den Landschaftsfotografen wie gemacht. Wir hatten ja das Glück, oder das war ja für mich der Hauptgrund, warum ich da hinfuhr, ins Tessin. Da gibt es schöne Bauwerke vom Mario Botta. Und die habe ich da fotografiert. Equipment aufgestellt, Kamera ins Wasser und los geht's. Oder dann gibt es natürlich selbstverständlich auch mal ein hohes Gebäude, gilt genau das Gleiche. So, die Kamera ins Wasser, so, und ich habe keine stürzenden Linien. Da gibt es ja ein paar Argumente, die hier einfach für den Leveler sprechen. Ich habe den vorher auf der Waage gehabt, 460 Gramm. Preis, er kostet echt weniger als die Hälfte vom Cube. Und, ich bin ja Schwabe, ja, 80–90% der gesamten Fotografie kann ich eigentlich mit diesem Kopf erledigen. Er kann ca. 20 Grad kann ich verschwenken. Das heißt, ich kann nicht alles machen, aber das meiste eben, 80–90%, und das für weniger als die Hälfte vom Cube. Also das ist wirklich one more little thing, wie der berühmte Kollege aus Cupertino sagen würde. Es ist toll. So, jetzt habe ich euch nochmal hier ein Setup hergerichtet. Ein normaler P0 und ein P0 Hybrid. Ungern. Aber manchmal muss man ja wirklich 2, 3 kleinere Fehler zugeben im Leben. Wir haben auch seither auf unserer Website propagiert, dass wir es gut finden, wenn man beispielsweise hier den Leveler und einen P0 kombiniert. Es sieht tatsächlich eben so aus, wie ich es jetzt euch zeige. So, wir haben hier jetzt ein P0 mit einem Leveler separat. Und wir haben hier ein P0 Hybrid. Ich glaube, das erschließt sich nun wirklich tatsächlich jetzt jedem, dass das hier, also wenn ich jetzt da oben die Kamera drauf habe, dann komme ich eben so weit vom Mittelpunkt weg, dass das sicher für den P0 unten einfach nicht mehr lustig wird. Deshalb bitte
Unsere Empfehlung, wenn ich beide Systeme organisch miteinander kombiniert haben möchte, dann P0 Hybrid. Ich bin ganz schnell mit meiner Kamera, so, ich kann euch ja mal die Kamera drauf machen. Ja, bin dann beispielsweise für Porträts oder so, super schnell. Und wenn es dann die Feinheiten geht, die ich nachjustieren will, dann nehme ich einfach die Knebel und korrigiere das so nach. Aber ich bin eben mit dem P0 Hybrid bin ich wesentlich dichter am Kugelmittelpunkt, als ich es mit der Kombination so wäre. So. Das war's für heute. Ich denke, wir sehen uns bald wieder und tschüss. Ich habe doch noch was. Ich finde, der Urlaub hat sich gelohnt. Tschüss.